Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen etwas, fast täglich erlebe ich spannende Geschichten bei den Spaziergängen mit meinem Hund, so auch heute. Wir waren heute früh im Wald unterwegs und als wir so herumhirschten, traf ich auf einen der mächtigsten American Staffordshire Terrier, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ein prachtvoller Rüde. Ich unterhielt mich etwas mit dem Besitzer dieses Hundes, der ständig mit meinem Hund Freundschaft schließen wollte. Der stand da mit seinem Riesenschädel, wedelte mit der Rute, während mein Hund ständig rüberpöbelte. Der wollte mit ihm kämpfen. Ja. Dieser M-Staff ließ einen Freundschaftswinsel aus, der ein derartiges Klangvolumen hatte, wie ich es selbst beim lautesten Bellen meines Hundes noch nicht gehört habe. Derartige Kraft entströmte dem seiner Brust. Ich sage Ihnen was, wenn Sie noch nie vor einem wirklich kapitalen American Staffordshire Terrier gestanden haben, dann haben Sie was versäumt. Ein wunderschöner Hund. Und dann geschah mir gleich noch eine Abenteuergeschichte, wenn ich so sagen kann. Eine brenzliche Situation. Wir gehen öfter an einem Grundstück vorbei, welches sich direkt neben dem Feld befindet. Dieses Grundstück wird von einem großen Mix bewacht, schwarz mit weißem Brustfleck. Ein schöner Hund, ein Rüde. Doch es kommt vor, dass wenn ich dort vorbeigehe, dass sich dieser Hund und mein Hund am Zaun etwas matchen. Ich muss dort vorbei, wenn ich diesen Weg gehen möchte. Da passiert das schon mal. Doch heute ging ich auch dort und plötzlich stand dieser Hund außerhalb des Grundstücks völlig alleine und wartete auf uns. Ich dachte, ich spinne, blieb stehen. Ich dachte mir, was tut der da heraus? Und jetzt blieb mir nur mehr der Rückzug. Ich hätte alles zurückgehen müssen, wenn ich nicht in Kauf nehme, dass diese beiden Rüden miteinander in den Kampf geraten. Und als ich zurückgehen wollte, startete dieser Rüde einen Scheinangriff. Das heißt, er sprang so 2-3 Meter ziemlich dominant, aggressiv auf uns zu, blieb aber dann stehen. Ich packte meinen Hund auf dem Haltegriff des Brustgeschirrs, nahm ihn vom Karabiner, dachte mir, wenn der jetzt tatsächlich angreift, muss ich meinen Hund auslassen, ihm die Chance geben, sich zu wehren. Wollte das selbstverständlich nicht und versuchte diesen Rüden verbal zu beeindrucken, indem ich sagte, verschwind, geh nach Hause. Aber der quittierte das mit einem Bellen in meine Richtung, so in der Manier, halt dich da raus, das geht nur deinen Hund und mich etwas an. Aber mein Rufen und mein Befehl an dem Hund, sich zu verabschieden, das dürfte der Besitzer gehört haben am Grundstück, denn der erschien dann da und ich sagte, Alter, das ist keine gute Idee. Ja, Entschuldigung, komm rein. Also der Hund lief dann zum Glück wieder aufs Grundstück, aber eine brenzliche Situation gewesen. Mir war lieber, dass das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Das wäre eine harte Nummer geworden. Ja, doch nun zum heutigen Video. Er ist ein Superstar, genießt einen gewissen Status unter den großen Hunden, von vielen geliebt, von allen respektiert, von einigen gefürchtet. Es geht hier und heute um den Dobermann. Eine meiner 10 Top-Hunderassen der Welt, Sie wissen das, ein wunderschöner, absolut fantastischer Hund. Tauchen wir mal etwas ein in diesen Kapazunder. Von 1834 bis 1894 lebte im kleinen Städtchen Apolda, das ist in Thüringen in Deutschland, ein gewisser Karl Friedrich Louis Dobermann. Langer Name. Das war ein ziemlich fleißiger Herr, denn man sagt, Herr Dobermann ging mehreren Berufen nach. So war er Steuereintreiber, Nachtwächter, Hundefänger und soll noch einige andere Berufe ausgeübt haben. Oftmals soll Herr Dobermann bei Ausübung seines Berufs in gefährliche Situationen geraten sein. Man kann sich vorstellen, dass Steuereintreiber Ende des 19. Jahrhunderts die eine oder andere lebensgefährliche Situation erlebt haben. Ja. Als Hundefänger war es ihm erlaubt, Streuner einzufangen. Und oftmals wurden diese armen Hunde, wenn sich nicht binnen kürzester Zeit ein Besitzer gemeldet hat, getötet. Doch besonders scharfe Hunde verschonte Herr Dobermann, denn der hatte ein Ziel vor Augen. Der wollte einen scharfen,
perfekten Schutzhund züchten, der ihn in Zukunft bei seiner Arbeit begleitet und andere während seiner Abwesenheit sein Haus und seinen Hof bewachen. Also er begann, scharfe Hunde, welche er gefangen hat, die ihn als geeignet erschienen, untereinander zu kreuzen. Und die besten Rüden dieser Hunde verpaarte er mit seiner Lieblingshündin Schnuppe. Das war eine mausgraue Mischlingshündin. Man sagt heute, dass da mehrere Rassen mitgespielt haben, sowohl Mixe wie auch Schäferhunde, Manchester Terriers, Windhunde, Pinscher etc. Irgendwann mal machten seine Hunde die Kunde, ja, also die Dobermannschen scharfen Hunde wurden recht schnell bekannt und die Gendarmerie wurde darauf aufmerksam. Die benötigten damals scharfe, fähige Diensthunde und kamen mit Herrn Dobermann ins Geschäft. Kurze Zeit später wurden diese Hunde als Gendarmerie- oder Gendarmenhunde bekannt. 1894 starb Herr Dobermann, doch der hatte 3 Freunde. Den Herrn Otto Göller, den Herrn Gustav Krumpholz und den Herrn Goswin Tischler. Von Gustav Krumpholz habe ich kein Bild, aber von Otto Göller und von Herrn Goswin Tischler. Diese 3 Herren, welche Freunde des Herrn Dobermann waren, fuhren weiter fort mit diesem Zuchtprogramm ihres verstorbenen Kumpels. Die züchteten noch andere Hunde in diese schon bestehenden Dobermannschen Hunde ein und verkauften diese Ergebnisse, wenn ich so sagen kann, landesweit. Doch nicht nur in Deutschland wurden die verkauft, die gingen bis nach Südamerika. Hier parallel zu diesen Geschichten möchte ich einige Bilder einblenden. Da sehen Sie etwa den Werdegang des ganz frühen Dobermanns bis zu den Dobermännern kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, möchte ich mal sagen. Wenn wir schon beim Weltkrieg sind, Dobermänner waren sehr beliebte Diensthunde beim Militär in beiden Weltkriegen. Man weiß, dass etwa 6000 Dobermänner im Ersten Weltkrieg zum Einsatz kamen und auch sehr viele Dobermänner im Zweiten Weltkrieg. Die wurden nicht nur von den Deutschen und Österreichern als Diensthund verwendet, auch die Amerikaner hatten sie. Da gab es diese berühmte Devils Brigade, das waren einige Dobermänner im Besitz der amerikanischen Marines, die da mit ihnen im Pazifikkrieg, also gegen die Japaner, in die Schlacht zogen. Und auch die Russen, die verwendeten den Dobermann als Militärhund. Doch die hatten dann eine besonders grausame Taktik, Strategie, welche sie mit den Dobermännern ausübten. Die trainierten ihre Hunde dazu, Panzer zu sprengen. Die machten das so, dass sie diese Dobermänner ständig unter Panzern fütterten. Und wenn die dann zum Einsatz kamen, wurden ihnen ein schwerer Sprengsatz am Rücken montiert mit so einer Knickantenne. Die wurden einige Tage vor dem Einsatz nicht mehr gefüttert. Und wenn sie dann auf deutsche Panzer gestoßen sind, wurden die losgelassen. Die Hunde in der Meinung, unterm Panzer gibt's Futter, liefen unter dem Panzer und detonierten dann darunter, ja. Alter. Ja. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ganz beliebte Diensthunde wurden oftmals als Meldehunde, auch als Sanitätshunde ausgezeichnet. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg fanden sie ihre ursprünglichen Aufgaben wieder im Polizeidienst, blieben selbstverständlich auch beim Militär, entwickelten sich aber auch zum absolut beliebten Familienbegleit-, Wach- und Schutzhund. Bis heute ist das so. Fast alle Militär- und Polizeieinheiten weltweit sind im Besitz von Dobermännern als Diensthunden, werden zwar immer öfter von den Schäferhunden, Schnauzern etc. abgelöst, hat den Grund, dass sie nicht als die wetterfestesten Hunde gelten, doch dazu etwas später. Einer der besten Gebrauchshunderassen überhaupt und für mich der beste Wachhund der ganzen Welt. Ja, also schlägt auf diesem Gebiet meiner Meinung nach sogar die Herdenschutzhunderassen. Zwischen 63 und 72 cm Schulterhöhe können Sie bei Dobermännern erwarten, von Hündinnen bis zu Rüden, und 32 bis 45 Kilo an Gewicht. Sie sind immer kurzhaarig, haben fast keine Unterwolle. Der FCI-Standard spricht von nur 2 Farben. Das ist schwarz mit braunen Abzeichen oder braun. Ich weiß schon, es gibt auch weiße Dobermänner, silbergraue Dobermänner, blaue Dobermänner, aber die FCI spricht hier von 2 Farben und die habe ich Ihnen soeben genannt. Die Gesamterscheinung zeigt uns einen absolut herrlichen Hund. Der Dobermann ist ein
wunderschöner, eleganter, schneidiger, sportlicher Hund mit absolut herrlichem Bewegungsablauf. Ein schlankes Muskelpaket. Früher war es ja so, dass die Dobermänner ausnahmslos kopiert waren. An Rute, an den Ohren. Und das hatte eigentlich nur den einzigen Grund, weil der Dobermann wurde ja eigentlich auch nur aus einem Grund erschaffen. Und das ist, Schurken zu attackieren. Ja, das ist der einzige Grund, weshalb dieser Hund gezüchtet wurde. Der, das habe ich noch nicht gesagt, 1899 das erste Mal als Dobermann Pinscher benannt wurde, hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit deutschen Pinscher und Zwergpinscher, wobei der Pinscher selbst eigentlich nicht so viel Rolle bei der Entstehung des Dobermanns gespielt hat. Ja, er ist dabei, aber prozentuell relativ gering. Das nimmt man gar nicht an, denn die Ähnlichkeit des Dobermanns zum deutschen Pinscher ist enorm. Ja, aber ja, ist so. Zurück zum Kopieren. Der Grund, weshalb man den Dobermann früher ausnahmslos kopiert war dieser, dass wenn der in einen Kampf mit einem dieser Schurken gerät, wollte man damit verhindern, dass einer dieser Schurken den Dobermann an den Ohren oder an der Rute packen kann, ja, und sich so wehren kann. Das war der einzige Grund, weshalb man ihn kopiert hat. Das wurde dann, glaube ich, in den 80ern verboten in Deutschland. Österreich zog nach. Ich glaube, soweit mir bekannt ist, das ist in den meisten europäischen Ländern der Fall, dass hier ein Kopierverbot besteht. Das sorgte damals für einen Riesenwirbel unter den Dobermann-Fans, dieses Kopierverbot. Die meisten behaupteten, er sieht nicht mehr so schneidig aus, er verliert damit das markante Aussehen. Auch ich gebe zu, dass er mir kopiert noch einen Ticken besser gefällt, aber auch unkopiert gefällt mir der Dobermann enorm gut. Nochmal zurück zur Gesamterscheinung. Wunderschöner Hund, elegant, schneidig, als würde er ständig in einem dunklen Anzug herumlaufen. Also ein extrem schöner Hund. Das Charakterbild des optimalen Dobermanns, auch das ist fantastisch. Das ist ein herrlicher Familienhund, der unheimlich ausgeprägten Wach- und Schutztrieb vorweist. Er ist sehr geduldig mit Kindern, hat aber nicht die hohe Reizschwelle, welche Molosser vorweisen. Also ist vielleicht so zu erklären, dass man zu aufdringlichen Kindern gegenüber den Hund vielleicht schon etwas intensiver erklären sollte. Hör zu, der Hund funktioniert auf diese Art und Weise, oder ja, durch Eingreifen vermeiden sollte, dass der Dobermann hier vielleicht etwas verärgert reagiert. Wie gesagt, er besitzt auf jeden Fall eine kürzere Zündschnur als Molosser. Dennoch ist er wenn er gut erzogen ist, ein absolut tauglicher Partner für Familien mit Kindern. Da fährt die Eisenbahn drüber. Auch hier habe ich einige Erfahrungen gemacht. Er ist aber ein Einmannhund, so wie Riesenschnauzer und Rottweiler, fühlt sich im Familienverband pudelwohl, sucht sich aber eine Person heraus, welche zu 100% seine Bezugsperson darstellt. Generell gesagt, ein Top-Familienhund, ein Hund, der seine Familie zuverlässig bewachen, beschützen wird, absolut treu ist, ein Wahnsinnskumpel, Begleiter in alltäglichen Situationen, ein Wahnsinnsgebrauchs und einer der besten Gebrauchshunderassen der Welt. Und viele Dobermänner haben oder gelten als Favoritenschreck auf den Abrichteplätzen und lehren Besitzern von deutschen Schäferhunden, Schnauzern, Rottweilern etc. oftmals das Fürchten, herrlich zu arbeiten mit diesem Hund. Ja, es gibt da eine Sache, die Herzmuskelerkrankung, dieses DCM. Wegen diesem Thema wurde ich gescholten von einigen meiner Zuseher, grüß euch, weil ich beim vorigen Dobermann-Video behauptet hätte, der Dobermann ist eine sehr gesunde Hunderasse. Ich möchte in das Thema dann kurz eintauchen, nachdem ich Ihnen einige persönliche Erfahrungen mit diesem Hund präsentiert habe. Ich habe recht viel persönliche Erfahrung mit dem Dobermann gemacht in meinem Leben. Ich wurde einmal von einem Dobermann rücklings angesprungen und unterhalb des linken Schulterblatts gebissen. Das war eine blöde Situation, ja. Doch zum Glück war der Winkel dieser Attacke für den Kiefer des Hundes nicht ganz optimal. So konnten seine Fangzähne nicht sehr tief in mein Fleisch eindringen. Also es
Als Ergebnis war das eher eine tiefe Schürfwunde. Ich fuhr ins Spital, die reinigten das. Ich bekam eine Tetanusspritze, das wurde zugepickt und heilte wieder. Ja, das war eine blöde Geschichte. Ich spürte damals auch den Biss direkt nicht. Ich spürte eher den Stoß der Pfoten, als er mich angesprungen ist, aber den Biss selbst habe ich erst später dann gespürt, als das Ganze dann ja gereinigt war und so weiter. Stand ich noch unter Adrenalin, Sie wissen schon, spürt man den Schmerz nicht so. Aber blöde Geschichte. Ich kannte dann einen Dobermann im Besitz einer Dame, welche am Wiener Gürtel, dem ältesten Gewerbe der Welt, nachgegangen ist. Eine hübsche Frau, aber bei der passte dieser Songtext Walk like a woman, talk like a man. Also die hatte eine Sprachcharakteristik eines Mannes. Doch wir fuhren eine ähnliche Frequenz, unterhielten uns oftmals gut miteinander. Ja, die besaß einen Dobermann namens Dillinger, so wie der US-Gangster. Ein wunderschöner Dobermann, groß, stark, dominant, aber nicht unfreundlich zu mir. Er war recht reserviert mir gegenüber, aber nicht aggressiv oder unfreundlich. Sie sagte mir auch, dass er nicht der beste Begrüßer Fremden gegenüber ist, was ich aber als absolut Dobermann-typisch bezeichnen würde. Schauen Sie, der Dobermann ist kein Fremdenbegrüßer. Das ist ein Hund, der, wenn er den Rassestandard optimal vertritt, Fremden gegenüber immer misstrauisch ist. Wo Sie vielleicht aufpassen müssen, ist, wenn Sie Dobermann-Besitzer sind und das erste Mal Besuch empfangen, welchen der Hund noch nie gesehen hat, da kann es schon glimpflich werden, also da sollten Sie schon Acht geben. Doch generell reagiert ein Dobermann draußen auf der Straße, wenn er fremde Leute trifft, die sich seinem Besitzer nähern in freundlicher Absicht, eher reserviert, nicht überaggressiv. Der gute Dobermann reagiert hier auf misstrauische Art und Weise, aber nicht böse. So war auch dieser Dillinger ein herrlicher Hund. Und da geschah mir damals eine richtungsweisende Geschichte mit diesem Hund, möchte ich so sagen. Richtungsweisend meinen American Pitbull Terrier, der damals 4 Monate alt war, betreffend. Ich ging da eine Wiese entlang, da kam eine Hausecke und um die Ecke kam eben diese Dame mit ihrem Dillinger, mit ihrem Dobermann. Der war damals 3, 4 Jahre alt, mein American Pitbull Terrier war 4 Monate alt. Ja, beide Hunde waren frei und der Dillinger stürzte sich kompromisslos, ohne viel nachzudenken, auf meinen Pit drauf, auf Attila. Ja, wie gesagt, mein Hund war ganz jung, 4 Monate alt. Und er flüchtete nicht, der stellte sich und kämpfte mit dem erwachsenen Dobermann. Ja, liebe Zuseher, so war das. Sie müssen sich vorstellen, das ist in etwa so, als würde ein 6-jähriger Junge mit einem erwachsenen, austrainierten großen Mann im Ernst kämpfen. Mein Pit, der hatte Nerven wie Stahlseile. Also der Hund war diesbezüglich fast nicht erklärbar. Ja, dieser Kampf mit diesem Dobermann war richtungsweisend insofern, dass mein Hund danach bei Begegnungen mit Rüden anders reagierte und ich konnte auch nicht mehr positiv einwirken. Dann, ja, es war vorbei. Und das ging sein ganzes Leben so. Also Rüden waren, ohne viel nachzudenken, dann für meinen Hund ein absolutes Feindbild. Daran war der Dillinger schuld, da bin ich mir bis heute sicher. War aber ansonsten das war ein herrlicher Hund. Ja. Wunderschöner Dobermann, so wie ein Dobermann sein soll. Wir hatten am Abrichteplatz mehrere Dobermänner, aber auf einen kann ich mich ganz gut erinnern. Das war der Teddy vom Stuhlbäder und mit denen hatte ich die spektakulärsten Schutzarbeiten aller Schutzarbeiten, die ich jemals gemacht habe als Figurant. Ich hatte viele spektakuläre Schutzarbeiten, auf welche ich mich erinnere, aber in der Masse gesehen hatte ich die spektakulärsten mit diesem Dobermann. Der Hund, ich kann mich gut erinnern, wenn der anmarschierte bei Mutprobe Stock und Mutprobe Schuss, dann kam der in mich hineingeschossen mit weit über 60 km/h, also locker. Ja. Und wenn der da so anmarschierte, dann sprang der 3 Meter vor mir weg, knallte mit einem Karacho in meinen Schutzarm hinein, boom, wie ein Marschflugkörper. Der war sehr sicher am Arm, ja, waren spektakuläre Schutzarbeiten, erinnere mich gerne daran zurück, auch sonst ein richtiger Dobermann, also ein Dobermann, wie man ihn sich nur wünschen kann, dominant Rüden gegenüber, reserviert fremden Menschen gegenüber, absolut freundlich gegenüber Welpen und Hündinnen, Traumhund, was die Unterordnung betrifft, Traumpferdenhund, alles in allem ein Dobermann, wie man ihn sich nur wünschen kann, auch optisch ein Traumhund. Der Bruder des Besitzers von Teddy war damals unser Obmann des Abrichteplatzes, bevor mein Vater den Platz übernommen hatte. Auch der hatte eine Dobermann-Hündin, die Center,
Auch die kannte ich recht gut. Eine freundliche Hündin, ähnlich reserviert Fremden gegenüber wie Teddy, vom Bruder ihres Besitzers, aber etwas zugänglicher als Teddy. Doch auch nicht überfreundlich. Eine Top-Wächterin, also alle Dobermänner, die ich kannte, waren exzellenter Wächter. Ich kannte dann noch einen Dobermann recht gut, den Aaron, der war im Besitz einer Freundin von mir, der lebte mit 3 Kindern zusammen, wurde auch 13 Jahre alt, da gab es nie Probleme. Ebenfalls eher abweisend mir gegenüber, aber nicht unfreundlich, ebenfalls ein Top-Wächter, generell gesehen ein Supersportler, dominant, ja, ein typischer Dobermann vom Wesen her. Bezugsperson dieses Hundes war nicht die Mutter meiner Freundin und der Vater, sondern meine Freundin waren die Bezugsperson dieses Dobermanns. Also das suchte sich als Einmannhund meine Freundin aus. Ja. Also die war damals, als ich ihn kannte, so 17 Jahre alt und sie war die Bezugsperson, nicht ihre Mutter oder ihr Vater. Ja. Wir haben auch hier neu für 2 Dobermänner, 2 braune, einen kopierten, einen unkopierten. Wunderschöne Rüden, strotzen vor Gesundheit, Top-Wächter, Wahnsinn, also wunderschöne Hunde. Ich möchte hier kurz mal dieses Thema DCM, Herzmuskelerkrankung, ansprechen, da ich Ihnen völlig beipflichte, einen Fehler gemacht zu haben, das vielleicht nicht angesprochen zu haben. Der Grund dafür, warum ich das nicht angesprochen habe, den möchte ich hier aber auch jetzt gleich preisgeben. Und das ist der, ich kannte viele Dobermänner in meinem Leben. Ich kannte keinen mit Herzmuskelerkrankung. Ich kannte keinen Dobermann, der an Magendrehung erkrankt ist. Und ich kannte keinen Dobermann, der ein zu großes Herz hatte und daran starb oder gelitten hat. Ja. Ich kannte 2 deutsche Boxer mit DCM, aber ich kannte keinen Dobermann. Ich habe mich jetzt extra in dieses Thema nochmal eingelesen und ja, da ging 2010 eine extra Studie raus, welche besagt, dass 58% der Dobermänner dieses DCM haben sollen. Ist eine vererbbare Krankheit, wo sich das Herz vergrößert. Und das Eigenartige beim Dobermann ist das, dass er sich, wenn er dieses DCM hat, leidet an dieser Herzmuskelerkrankung, dann diese sich beim Dobermann auf eine ganz eigenartige Weise anders zeigt als bei anderen Hunden. Denn jeder Hund kann an DCM erkranken, jeder große Hund, die kleinen eher weniger. Doch merkt man das. Sie verlieren an Leistung, sie werden müder. Man geht dann automatisch zum Tierarzt, der macht dann meistens ein Herzultraschall oder gibt ihnen ein 24-Stunden-EKG mit und da kommt man drauf. Doch beim Dobermann soll das nicht so sein. Ja? Also so habe ich das recherchiert. Beim Dobermann soll es so sein, dass man davon gar nichts merkt. Der läuft quietschfidel neben ihnen her und fällt von einem Moment auf den anderen tot um und das war's. Ja? Also eigenartigerweise soll das beim Dobermann vorher nicht zu sehen sein. Ne? Ja, aber nochmal zurück. Ich kannte keinen. Hätte ich davon erfahren, von irgendjemandem meiner Bekannten, dass ihr Dobermann eine Herzmuskelerkrankung hat oder gar daran gestorben ist, etc., dann hätte ich das selbstverständlich gesagt, aber ich kannte keinen Dobermann. Weder einen Dobermann mit der gefürchteten Magendrehung, noch einen Dobermann mit DCM. Aber Sie haben völlig recht, das ist natürlich ein Thema, das man bei diesem Hund ansprechen muss, denn in den Statistiken kommt hierbei der Name Dobermann besonders häufig vor, im Vergleich zu anderen Hunden. Wie gesagt, erkranken daran kann jeder, aber beim Dobermann, der Name Dobermann scheint in dieser Statistik häufiger auf als Namen anderer Hunderassen. Also da haben Sie völlig recht gehabt, liebe Zuseher. War mein Fehler, dass ich das nicht bemerkt habe. Habe mich jetzt hoffentlich diesbezüglich ausgebessert. Ich hätte hier aber einen Tipp für Sie. Ja? Einen Dobermann schön zu finden und sich für einen Dobermann zu interessieren. Ja? Also das ist ja eine Sache, die kann sehr schnell geschehen und ich kann das verstehen. Ich bin ebenfalls ein Mensch. Ja? Würde ich mir einen Dobermann nehmen, selbstverständlich wäre dann auch dieses Thema Magendrehen und DCM und so Ganze ein Thema für mich, gar keine Frage. Ja? Aber wie würde ich das handeln? Ich habe hier einen kurzen Tipp für Sie. Würde ich mir einen Dobermann nehmen, würde ich versuchen, nachdem ich Kontakt mit der Zuchtstätte aufgenommen habe, eventuell zu erfahren, wie es den Großeltern, den 4 Großeltern dieses Welpen, den ich mir in Zukunft nehmen möchte,
geht. Ja? Also den beiden Großmüttern, den beiden Großvätern, denn die sollten eigentlich noch am Leben sein, denn wenn die Eltern dieses Welpen, für welchen sie sich interessieren, so um die 3 Jahre alt sind und dem seine Eltern auch um die 3 Jahre waren, als er geworfen wurde, dann sollten die jetzt 6, 7 Jahre alt sein oder ja, aber sollten eigentlich noch da sein. Und hier in Erfahrung zu bringen, wie es denen geht. Ob da irgendetwas mit DCM, Herzmuskelerkrankung im Spiel ist, ob gar jemand schon dieser 4 Großeltern daran erlegen ist und so weiter. Ja? Also eventuell Kontakt mit Besitzern dieser 2 Großmütter oder 2 Großväter aufnehmen, so würde ich das tun und mich hier mal etwas schlau machen. Wenn es diesen Hunden gut geht, wenn hier vielleicht auch regelmäßig Herzultraschall oder 24-Stunden-EKGs durchgeführt werden, damit sich diese Leute absichern, dann kann man sich auf die Elterntiere konzentrieren. Auch hier sollten Tests vorliegen von Herzuntersuchungen, die nicht älter als ein Jahr alt sind. Und wenn auch das passt, dann können Sie sich ohne weiteres einen Welpen nehmen. So würde ich das tun. Das ist für mich der einzige Weg, um sich abzusichern, einen Dobermann zu erhalten, welcher vor dieser Krankheit oder von dieser Krankheit verschont bleibt. Ja, mehr können Sie da eigentlich nicht tun. Wie gesagt, das wird vererbt. Und deswegen würde ich mich da, bevor ich mir einen Welpen nehme, auf die Großeltern konzentrieren. So würde ich das machen. Ja. Also ist nur ein Tipp von mir. Ja, zurück nochmal zum Dobermann. Für wen ist dieser Hund geeignet? Für alle Leute, die einen wahnsinnig tollen Sporthund suchen, der unheimlich ausgeprägten Wach- und Schutztrieb hat, wunderschön ist, in die Familie hineinpasst. Ja. Für diese Leute ist dieser Hund geeignet. Aber sollten diese Menschen schon etwas mit dem Thema Hundeerziehung anfangen können. Denn ich sage Ihnen was, der Dobermann ist ein Hund, das ist ein großer Hund. Und obwohl er recht schlank wirkt, entwickelt dieser Hund Bärenkräfte. Also der kann explosive Energie abgeben an Sie, so schnell können Sie gar nicht schauen. Er hat auch die Neigung zu einem gewissen Trieb. Ja. Man sagt nicht umsonst, der Dobermann ist ein scharfer Hund. Ja. Das ist natürlich eine Erziehungssache, aber er neigt dazu, etwas, Sie wissen schon, etwas mehr Ellbogen auszufahren als vielleicht andere Hunde. Man sagt dem Dobermann ja auch nach, er ist seine nervöse Hunderasse. Ich würde ihn nicht als nervösen Hund bezeichnen. Ich würde sagen, er ist überaufmerksam. Also diese Überaufmerksamkeit, diese Triebigkeit gepaart mit dieser Überaufmerksamkeit kann ihn schnell mal als nervös erscheinen lassen. So möchte ich das vielleicht bezeichnen, aber als nervösen Hund würde ich den Dobermann niemals betiteln. Es mag nervöse Dobermänner geben, ganz klar, aber es gibt mit Sicherheit auch nervöse English Bulldogs. Ja. Aber grundsätzlich sage ich, der Dobermann ist nicht nervös, der ist einfach nur überaufmerksam. Ja. Also kann Ihnen als nervös vielleicht vorkommen. Doch der Dobermann ist ein großer, wehrhafter, starker Hund, der dazu neigt, na sagen wir so, mit gesund ausgeprägter Portion Kampfeslust. Ja? Das Ganze muss man schon lenken können. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie das Intus haben, dann würde ich sagen, steht Ihnen nichts mehr im Weg, sich einen Dobermann zu besorgen. Gefällt mir unheimlich gut, einer meiner 10 Lieblingsrassen. Für mich der beste Wachhund auf der Welt, der Wachhund par excellence. Also ich kann ihm nur jedem empfehlen, der einen Hund in diese Richtung hineinsucht. Tophund, Superstar. Ja, liebe Zuseher, viel mehr kann ich von diesem Kapazunder nicht erzählen. Wahnsinnstier, wunderschön, ja. Nochmal, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich dieses DCM-Thema beim ersten Video nicht angesprochen habe. Habe mich jetzt versucht auszubessern, war ein Fehler von mir. Aber wie gesagt, ich kannte nie einen Dobermann, der an vergrößertem Herz gestorben wäre. Möchte ich auch nicht kennen, wünsche ich niemandem so etwas. Schönste ist, wenn unsere Hunde ein hohes Alter erreichen und immer gesund bleiben. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt, liebe Zuseher, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.